In Deutschland spart jeder. Die Sparkultur. Aber weißt du, was am teuersten ist? An der falschen Stelle zu sparen. Du kaufst bei Aldi den billigsten Käse und dann zahlst du beim Orthopäden 1.000 € für deine Rückenschmerzen, weil du auf einem billigen Stuhl sitzt. Dein Nachbar isst gutes Essen, trägt hochwertige Schuhe, aber du sagst, der verschwendet Geld. 20 Jahre später ist er gesund und du bist im Krankenhaus. Mein Name ist Adam und jetzt sage ich dir, wo du niemals sparen solltest. Denn es gibt gewisse Bereiche, wenn du dort sparst, verkaufst du deine Zukunft, hör mir zu. Letzte Woche habe ich jemanden im Supermarkt gesehen. So um die 45, 50 Jahre alt. Ich schaue in seinen Einkaufswagen. Das billigste Brot, die billigste Milch, einfach alles vom billigsten. Der Mann trägt eine Rückenbandage. Beim Gehen hat er Schwierigkeiten. Stell dir das mal vor. Dieser Mann hat 40 Jahre lang im falschen Bett geschlafen. 40 Jahre lang die billigsten Schuhe getragen. Und jetzt? Jeder Schritt ist Schmerz. Jeden Morgen Schmerzen. Aber wie viel Geld hat er so gespart? Vielleicht 5.000 €. Aber weißt du, was er verloren hat? Seine Gesundheit, seine Beweglichkeit und seine Freiheit. Jetzt schau dir mal die Realität an. Die Deutschen sind Weltmeister im Sparen. Jeder spart. Aber niemand fragt, wo sollte ich sparen, wo nicht? Du analysierst deine Supermarktrechnung. 50 Cent gespart. Aber in einen ergonomischen Stuhl investierst du nicht. 40 Jahre lang sitzt du im Büro. Dann gehst du zur Physiotherapie, 150 € im Monat. Rechnest du das mal durch? Nein? Schau dir deinen Nachbarn an. Der verdient auch ein Durchschnittsgehalt wie du. 3.500 € brutto. Aber er kauft eine gute Matratze, trägt gute Schuhe, macht regelmäßig Check-ups. Du sagst, rausgeschmissenes Geld. Aber in 10 Jahren ist er immer noch gesund. Du lebst mit Rückenschmerzen. Er arbeitet noch, du beziehst Krankengeld. Was ist der Unterschied? Er hat investiert. Du hast gespart. Warte, wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Das deutsche System sagt dir ständig, Sparen ist gut. Stimmt, aber das System sagt dir nicht, Sparen ohne in dich selbst zu investieren ist Selbstmord. Du sparst Geld auf deinem Girokonto, aber dein Körper bricht zusammen. Dein Geist ist erschöpft. Dein Gehirn ist vernebelt. Aber was willst du mit diesem Geld machen? Es im Krankenhaus ausgeben? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich gebe dir eine Liste. Welche Ausgaben sind keine Einsparungen, sondern Investitionen? Welche Kürzungen werden dich in 10 Jahren ruinieren? Schau dir die Mathematik an, schau dir die Logik an, dann entscheide selbst. Aber wisse eines, wer am falschen Ort das Falsche spart, wird in seiner Zukunft sehr viel mehr ausgeben müssen. Ich sage dir das größte Paradox Deutschlands. Jeder hat eine Haftpflichtversicherung. Der Nachbar nimmt 5 Milliarden € Deckung, falls ihm ein Blumentopf auf den Kopf fällt. Aber in sich selbst investiert er nicht. Denk mal über diese Logik nach. Du schützt dich gegen Schäden, die andere dir zufügen könnten. Aber den größten Schaden fügst du dir selbst zu. Siehst du den Widerspruch? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, über 50% der Deutschen konsumieren verarbeitete Lebensmittel. Billig, schnell, einfach. Was ist das Ergebnis? Diabetes, Herzerkrankungen, Bluthochdruck. Der Mann isst 30 Jahre lang billige Wurst. Und dann, mit 60 Jahren, kommt die Überraschung, eine Bypass-Operation. Aber es ist absolut keine Überraschung. Kosten der Operation 40.000 €. Wie viel hat er gespart, indem er das billigste Fleisch gekauft hat? 2.000 €. Ist das logisch? Jetzt kommt die eigentliche Frage, warum machst du das? Weil das System dich so erzogen hat. Fleißig sein, sparen machen. Richtig. Aber das System hat dir nicht beigebracht, investiere in dich selbst. Du kaufst den billigsten Schreibtischstuhl von Ikea, 100 € gespart. Dann lebst du 5 Jahre lang mit Rückenschmerzen. Natürlich sinkt deine Arbeitsproduktivität. Du bekommst keine Beförderung, dein Gehalt steigt nicht. Was haben dich diese 100 € gekostet? 10.000 €. Aber was ist mit deinem Arbeitskollegen? Der hat einen komfortablen Stuhl gekauft, 500 € bezahlt, aber er arbeitet jeden Tag bequem, kann sich konzentrieren, zeigt gute Leistung. Nach 2 Jahren bekommt er eine Beförderung. Sein Gehalt steigt um 1.000 €. 1.000 € extra im Monat, 12.000 € im Jahr. Wer ist jetzt klüger? In der deutschen Kultur gibt es etwas Neid. Der Nachbar hat neue Laufschuhe gekauft. 150 €. Du sagst, der ist verrückt geworden. Aber in 5 Jahren läuft er immer noch. Du musst dich einer Knieoperation unterziehen, weil du dir Schuhe für 20 € im Supermarkt gekauft hast. Die Gelenke sind verschlissen. Jetzt sag mir, wer spart falsch? Warte, jetzt kommt das Beste. Zahnreinigung.
Die Krankenkasse zahlt nicht. Du gehst nicht hin. 100 € rausgeschmissen. Nach 10 Jahren Karies. Du brauchst ein Implantat. Kosten? 3.000 €. Wenn du einmal im Jahr eine Reinigung gemacht hättest, 1.000 €. Hast du gespart? Nein. Du hast 2.000 € mehr ausgegeben. Jetzt schauen wir uns die Mathematik an. Sprechen wir mit echten Zahlen. Eine gute Matratze kostet 500 €. Von Stiftung Warentest geprüft. Wie lange nutzt du sie? 10 Jahre. Kosten pro Tag 13 Cent. Du willst keine 13 Cent ausgeben. Das Ergebnis? Jeden Tag Nacken- und Rückenschmerzen. Nackenschmerzen. Schlechte Schlafqualität. 7 Stunden schlechter Schlaf pro Tag. Die Produktivität sinkt um 30%. Dein Gehalt beträgt 3.500 €. 30% weniger, 1.050 € Verlust pro Monat. Moment, ich wiederhole das, weil es wichtig ist. 13 Cent gespart. 1.050 € Verlust jeden Monat. Das ist keine Mathematik, das ist Wahnsinn. Jetzt ein anderes Beispiel. Ergonomischer Arbeitsplatz. Höhenverstellbarer Schreibtisch, richtiger Stuhl, externer Bildschirm. Gesamtkosten 1.000 €. Nutzungsdauer 5 Jahre. Pro Tag 55 Cent. Aber was bringt dir das? Keine Rückenschmerzen. Die Konzentration steigt um 50%. Bessere Arbeit. Die Chance auf Beförderung verdoppelt sich. 1.000 € Investition. Nach 5 Jahren 10.000 € Gewinn. ROI. 1000%. Aber was machst du? Einen Stuhl von Ikea für 100 €. Du starrst auf deinen Laptop-Bildschirm. Dein Rücken ist krumm. Dein Nacken ist verspannt. Du gehst zum Arzt. Jede Sitzung 60 €. 4 Sitzungen im Monat 240 €. Im Jahr 2.880 €. In 5 Jahren 14.400 €. Du hast nicht 1.000 € investiert. Du hast 14.000 € ausgegeben. Stell dir das vor. Jetzt zum Thema Bildung. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat berechnet, Lebenseinkommen mit Hochschulabschluss 2,52 Millionen €, Berufsausbildung 1,69 Millionen €. Unterschied? 830.000 €. Ohne Bildungsinvestition 1,45 Millionen €. Unterschied 1,7 Millionen €. Stell dir vor, du investierst 10.000 € in eine Ausbildung, deine Karriere entwickelt sich, dein Gehalt steigt. Nach 10 Jahren hast du 200.000 € mehr verdient. Investition 10.000. Gewinn 200.000. Keine Magie, Mathematik. So funktioniert das System. Wer in sich selbst investiert, gewinnt. Wer nicht investiert, verliert. Jetzt zeichne ich 2 Bilder in deinem Kopf. 2 Männer. Gleiches Gehalt, gleiches Alter. 29 Jahre alt. Beide verdienen 3.500 €. Erster Mann spart überall. Billiges Essen, billige Schuhe, billiges Bett. Keine Zahnreinigung, kein Check-up, keine Weiterbildung, keine Bücher. Jeden Monat spart er 150 €. Eigentlich stiehlt er von seiner eigenen Zukunft. Zweiter Mann investiert in sich selbst. Gutes Essen, gute Schuhe, ergonomischer Arbeitsplatz. 2-mal im Jahr Check-up, macht Weiterbildung. Jeden Monat gibt er 150 € mehr aus. Eigentlich gibt er sich selbst. 29 Jahre später. Beide sind 58 Jahre alt. Erster Mann? Chronische Rückenschmerzen, Knieprobleme, Sehstörungen, Depression. Gleiche Position, gleiches Gehalt, weil er sich nicht weiterentwickelt hat. Gespartes Geld? 50.000 €. Gesundheitskosten 60.000 €. Netto minus 10.000 € plus seine Gesundheit verloren. Zweiter Mann, gesund, energiegeladen, fit, 2-mal befördert worden. Gehalt 6.000 €, weil er sich weitergebildet hat, sich entwickelt hat, wertvoll geworden ist. Gespartes Geld 0, aber sein Einkommen hat sich verdoppelt. Seine Gesundheit ist intakt. Seine Lebensqualität ist hoch. Jetzt sag mir, wer ist klug? Wer ist reich? Zahlen lügen nicht. Wer nicht in sich selbst investiert, wird in der Zukunft der ärmste Mann sein. Nicht nur finanziell, gesundheitlich, energetisch, in Bezug auf Glück. Die Optionen sind folgende. Entweder du sparst Geld auf dem Sparkonto und dein Körper verfault, oder du investierst in dich selbst und wirst reich. Aber pass auf, ich gebe dir keinen Rat. Ich zeige dir die Optionen. Entscheide selbst. Aber wisse eines, die 29 Jahre werden sowieso vergehen. Entweder sie vergehen für dich oder sie vergehen im Krankenhaus. Noch etwas.
Vergiss nicht, eine Haftpflicht abzuschließen. Haftpflichtversicherung ist wichtig, aber am wichtigsten ist deine Verantwortung dir selbst gegenüber, gegenüber deinem Körper, gegenüber deiner Zukunft. Denn niemand wird dich retten. Das System wird dich nicht retten. Die Rente wird dich nicht retten. Nur du wirst dich selbst retten. Du hast die Mathematik gesehen. Du hast die Fakten gesehen. Was wirst du jetzt tun? Die Wahl liegt bei dir. Aber vergiss nicht, falsches Sparen am falschen Ort ist der teuerste Fehler. Mein Name ist Adam. Bis bald.